Auf dem Weg in Nepals tibetische Dolpo-Region haben wir einige Tagesmärsche vor uns. Ohne Internet oder Handynetz konzentrieren wir uns jetzt immer mehr auf das, was direkt vor uns liegt. Und auf die dringend notwendigen Pausen am Wegesrand. So what kind of people are usually coming here and staying in these tents? So it's just for like kind of restaurant. So people come eat and then they go. So it's basically people who go for trading. They bring stuff up to the villages, or people. Yeah, the like new all of guy, you who come from these areas. Yeah. It's like people from Opadopa. They used to travel a lot, and also the tourists. Endlich erreichen wir Simpas Heimatdorf Ringmo. Der perfekte Ort, um uns etwas auszuruhen, bevor wir in den nächsten Tagen noch weiter bergauf müssen. Abgesehen von ein paar Solarpanels und Glühbirnen wirkt das Leben der Menschen hier wie aus der Zeit gefallen. Durch Ringmo kommen immer mehr Touristen, auch Nepalesen aus anderen Regionen des Landes, vor allem um den berühmten Phoksundo-See am Rande des Dorfes zu besuchen. Sinpa ist hier geboren. Wie viele Kinder aus der Region wurde er für eine bessere Schulbildung ins Internat nach Kathmandu geschickt. Doch längst nicht alle kehren nach dem Abschluss zurück aufs Dorf. Und auch Sinpa kam das Leben in seiner Heimat zuerst ziemlich fremd vor. Did you even know how to do all of these things when you came back here and your parents are sending No, of course not. Even I was scared of catching the horse, or let's say the yak, and then they're like scolding every time. But then you have to live with them, walk with them, and then you know how to do it. So if you can choose, where do you want to spend your time in the next years? Mostly in the city or mostly here? Or is it a mix? I was thinking about this thing for a long time, and I feel like now I'm not the head of a family. So I have to take orders from my dad or let's say from brother. But if I got married, then I will be the head of the family, then I can make the decision by myself. So in coming futures, I guess maybe I will come here and spend the rest of my life here in this area. Yeah. Bevor wir uns weiter auf den Weg über die Gebirgspässe bis zu den Nomaden machen, besuchen wir das örtliche Kloster, so wie es die Einheimischen vor dem Antritt einer schwierigen Reise machen. Die Menschen um den Phoksundo-See gehören großteils der schamanistischen Bon-Religion an, einer Glaubensrichtung des alten Tibets, die hier vor dem Buddhismus herrschte. Mittlerweile haben sich beide Religionen vermischt.
Unser nächster Morgen beginnt nicht weit von den Bergen, die wir als nächstes überwinden müssen. Hier haben wir letzte Nacht geschlafen. Wenn auch nur kurz und unruhig. Wohl auch, weil wir ahnen, dass dieser Tag nicht leicht wird. Ja, bei meiner Kamera ist das Objektiv auch schon so ein bisschen kaputt. Man kann die Blende nicht mehr verstellen. Die Huckelpisten, der Staub und die Kälte haben ihre Spuren hinterlassen. Hier geht so ziemlich alles kaputt, ne? Auf diesem Trip. Mein Handy ist schon kaputt. Eins unserer Mikrofone hat den Geist aufgegeben. Gesundheitlich wird es auch eine ziemliche Herausforderung für uns, weil wir heute über 1000 Höhenmeter machen müssen. Damit wir über diese Bergpässe drüber kommen, denn die sind mehr als 5200 Meter hoch. Wir kommen zwar einmal wieder ein bisschen nach unten zwischen den Pässen und können dort dann übernachten. Das heißt, dadurch können wir hoffentlich das Risiko von Höhenkrankheit so ein bisschen minimieren. Aber trotzdem müssen wir es wahrscheinlich ein bisschen langsam angehen lassen. Ab jetzt geht es auf Pferden weiter. Wir beide haben noch nie im Sattel gesessen. Uns bleibt nichts anderes übrig, als aufzusteigen und voll und ganz auf den Segen des Bonpriesters zu setzen. If they throw you, then your legs might get stuck here and it might drag you. So what you can do is like, so this is the right part, right? So you can put like your legs this way, here like this. Good. Yeah, good. Wow, that's it. Ja, mal gucken, wie das geht. Ist das der richtige Moment, um reiten zu lernen? Ich weiß es nicht. Zusammen mit Sinpa und den Pferdeführern aus dem Nachbardorf machen wir uns auf den Weg. Steile Passagen gehen wir zu Fuß, um die Pferde nicht zu überlasten. Trotzdem sind wir dankbar für unsere vierbeinigen Begleiter, denn ohne sie wäre dieser stundenlange Anstieg für uns kaum zu schaffen. Dann ist der erste Pass endlich geschafft. Sinpa und der Pferdeführer Jungdrung zeigen uns, wie man die sichere Ankunft der Tradition nach feiert. Mit selbstgebranntem Reisschnaps, der dem Berg geopfert wird. Der härteste Teil ist für heute geschafft. Wir schicken die Pferde mit unserem schweren Gepäck zum heutigen Schlafplatz vor und trotten langsam zu Fuß hinterher.
Well, right now I feel like I just want to be physically stronger. Hung Jung, how do you feel? Good? And strong? Strong, healthy. Is it easy for you? Yeah, a little bit hungry maybe. In der Nacht ist das Wetter umgeschlagen und Patrick geht es plötzlich schlecht. Ja, die Nacht war echt nicht so angenehm. Vielleicht 2, 3 Stunden geschlafen. Auf einmal richtig Bauchschmerzen gekriegt. Fieber auch gehabt. Ich habe schon Medikamente genommen, aber so viel besser ist es noch nicht. Jetzt schneit es gerade auch noch. Wir sind hier mitten irgendwo in der Pampa, deswegen müssen wir ja wohl weiter heute. Nur noch ein paar Stunden, dann sollen wir endlich auf die Nomaden treffen. Sind wir auf jeden Fall schon über 5000 Meter. Dann erreichen wir endlich den zweiten Pass. Diesmal deutlich weniger euphorisch. Wahrscheinlich, weil wir alle ziemlich erschöpft und durchgefroren sind und uns die dünne Luft ganz schöne Kopfschmerzen bereitet. Wir sind uns einig, es soll schnell nach unten gehen. Nach circa einer Stunde Abstieg öffnet sich vor uns ein weites grünes Tal. Ziemliches Bilderbuch-Tibet, so wie wir es uns immer vorgestellt hatten. Hier treffen wir auf eine kleine Gruppe von Nomaden, die sich etwas oberhalb vom nächsten Dorf angesiedelt haben. Bei endlos nachgefüllten Tassen Yak-Butter-Tee werden wir eingeladen, uns in ihrem warmen Zelt etwas auszuruhen. Der Tee schmeckt gewöhnungsbedürftig, erinnert eher an eine salzige und saure Suppe als an den Tee, den wir von zu Hause kennen. Aber er scheint zu wirken. Patrick geht es mittlerweile schon wieder deutlich besser. Die Menschen in diesem Tal sind Seminomaden und verbringen die Sommermonate in der Grasebene, wo sie die Schafe und Yaks hüten. Den Rest der Zeit wohnen sie im Dorf. Aber wie sollte es anders sein? Natürlich gibt es auch hier, 4000 Meter über dem Meeresspiegel, Probleme, die den Nomaden zu schaffen machen. Dazu kommt, dass auf dieser Höhe keine Bäume mehr wachsen und es deshalb kein Feuerholz gibt. Stattdessen muss mit Yakdung geheizt werden. Am Abend helfen wir, die Tiere von den umliegenden Hügeln zusammenzutreiben.
Wenn alle Tiere eingefangen sind, beginnt am nächsten Tag die Arbeit von vorn. Am nächsten Tag reisen wir weiter. Nur ein kleines Stück das Tal hinunter stoßen wir auf die ersten Anzeichen von Veränderung in der ansonsten so unzugänglichen Gegend. Eine Straße verbindet mittlerweile einige Dörfer in der Region und macht nach und nach den Transport per Motorrad möglich. Ein Dorf, durch das diese Schotterwege führen, ist Dotarab, eine der höchsten bewohnten Siedlungen der Welt. Logischerweise war das Leben hier bisher ziemlich ursprünglich, was sich allerdings bald drastisch ändern könnte. Auf der Straße treffen wir eine Gruppe von Frauen, die uns prompt zum Tee einladen. Alle hier sind sich einig. Ein paar Dinge haben sich durch die Modernisierung verbessert. Aber ganz so wie in der Großstadt würde man dann doch nicht leben wollen. So here, like we know all people, right? So you can go anywhere, like everyone are welcoming and everything. In Kathmandu, we have to buy even the water, like this like that. So here, the water is free, even the tea and the food are free. So yeah. Everything is becoming more modern in terms of you have roads, you have motorcycles, you have also a lot of, as they said, like processed food now and those kinds of things. It has some advantages, but maybe also some disadvantages, right? You have to see the disadvantages at the same time and like try to minimize it, you know. Auch wenn das einfache Leben hier in den Bergen reizvoll ist, können wir verstehen, dass sich die Menschen, die hier dauerhaft leben, über mehr Komfort im Alltag freuen. Und auch wir sind ehrlich gesagt ziemlich dankbar dafür, dass wir zumindest einen kleinen Teil des Rückwegs abkürzen und mit dem Motorrad zurücklegen können. Einige Tage auf dem Motorrad, zu Fuß und mit dem Jeep später können wir endlich wieder auf größeren Straßen weiter Richtung Osten reisen. Bis zu unserem Ziel, dem Kanchenjunga, haben wir noch ein ganzes Stück vor uns. Unsere Reise führt uns durch Pokhara, Nepals Stadt der Seen und zweitgrößte Metropole. Hier wollen wir ein paar Tage ausruhen und das endlich wieder gute Wetter genießen. Ja, das ist doch schön. Das macht doch Spaß. Wann warst du das letzte Mal in einem See am Schwimmen? Keine Ahnung, schon ein paar Jahre her, glaube ich.
Von hier aus planen wir unseren nächsten Stopp. Und wie wir hinkommen, müssen wir gucken. Entweder fahren wir über diese Straße und dann hoch oder wir können über eine von diesen kleinen Straßen uns dann den Weg bahnen.